Die Minecraft-Community ist seit Jahren in zwei Parteien gespaltet. Die Cooldown-Clicker-Partei sowie die Speed-Clicker-Partei. Aber was genau ist das und wie ist es dazu gekommen? Warum finden alte Spieler das neue Minecraft-Kampfsystem wirklich unerträglich? Und wieso könnte es für Minecraft zunehmend immer mehr ein Problem werden? Das und noch vieles mehr heute in diesem Video. Bevor wir reinstarten, lasst unbedingt gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Und schreibt mir deine Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare. Und schaut bis zum Ende. Fangen wir doch am besten mal mit den zwei Begriffen an, die am Anfang gefallen sind. Einmal die Cooldown-Clicker sowie die Speed-Clicker. Aber was ist es jetzt genau? Es ist eigentlich super einfach erklärt. Die Speed-Clicker sind in der Regel Leute, die irgendwann zwischen der 1.0 bis hin zu 1.8 mit Minecraft angefangen haben. Während die Cooldown-Clicker erst so ab der 1.9 und später zu Minecraft dazugekommen sind. Ihr könnt euch das so hier vorstellen. Links haben wir die eine Partei, die darauf stolz ist, gefühlt 500 Klicks die Sekunde zu erreichen, während wir auf der anderen Seite eher so Casual-Leute haben, die jetzt nicht wirklich schnell klicken wollen, sondern einfach nur ein bisschen Spaß, ein bisschen Jump'n'Run machen wollen, aber jetzt nichts extrem Wildes und Mauszerstörung des Todes. Denn bei diesem Kampfsystem hier ist es so, dass wirklich nach jedem Schlag ein kleiner Cooldown folgt. Und was soll ich sagen, diese Parteien hassen sich halt wie die Pest. Und Schuld dafür ist halt wirklich einfach nur das überarbeitete Kampfsystem der 1.9. Das und vielleicht auch die Übernahme von Minecraft durch Microsoft. Das hat irgendwie die Community ein klein wenig gespalten. Ich kann mich halt daran erinnern, es fühlt sich an für mich wie gestern. Es war 2014, jeder große deutsche YouTuber hat damals super erfolgreich Minecraft-Content gemacht und auf einen Schlag kam diese Nachricht rein. Microsoft hat sich Mojang für 2,5 Milliarden Dollar einfach mal so gekauft. Damit ist ein großer Unmut in der Community ausgebrochen, weil sie sich dachten, weiß nicht, Microsoft tut es dem Spiel wirklich gut und kann Microsoft den Ansprüchen der Spieler wirklich gerecht werden? Einfach Fragen, die man sich da wirklich gestellt hat, aber es war eher ein bisschen negativ behaftet. Und es dauerte sogar relativ lange, bis dann endlich mal ein neues Update kam, was dann halt unter der Führung von Microsoft kam. Als das dann erschien, waren eigentlich alle damit recht zufrieden, so wie ich es jetzt mal gerade in Erinnerung noch hatte. Es gab einen überarbeiteten Enderdrachen, plötzlich neue Strukturen im End, es gab diese Flügel hier und noch vieles weiteres. Doch mit diesen vielen tollen Änderungen kam auch ein richtig tiefsitzender Schlag in die Fresse zurück. Denn um Minecraft für neue Spieler interessant und weniger verschwitzt zu präsentieren, entschieden sie sich dazu, einen Waffen-Cooldown hinzuzufügen. An die Leute, die es nicht wissen, das ist dieses Zeichen hier. Wenn wir einen Schlag mit vollem Damage machen wollen, müssen wir nun immer warten, bis diese Leiste wieder aufgefüllt ist. Klickt man ganz schnell hintereinander, wird man quasi bestraft und macht trotz guter Ausrüstung nur sehr wenig Schaden. Also mit anderen Worten, Minecraft-Spieler, die in den letzten Jahren immer mehr versucht haben, an ihrem Click-Speed, an ihrer Geschwindigkeit, ihrer Technik irgendwie zu arbeiten, waren nun mehr oder weniger gezwungen, dieses ganze Wissen wieder über Bord zu werfen. Und ihr könnt euch sicherlich denken, dass das vielleicht nicht so die geilste Nachricht war. Sie haben es gehasst. Wird mir stinken, wenn ich du wär. Als sie es natürlich dann mitbekommen haben, waren die natürlich total angepisst. Sie haben die Mistgabeln und Fackeln rausgeholt und haben genau nach dieser einen Person geschaut, der auf diese wirklich grandiose Idee kam. Aber ja, die Zeit verging, es hat sich nichts dran geändert und die Folge hieraus war dann, dass manche Spieler und Serverbesitzer sich geweigert haben, ihr Spiel und den Server zu updaten, während halt andere mit der Zeit gingen und gesagt haben, okay, stört mich nicht, ist cool und so immer wieder mit neuen Updates ihren Server geupgradet haben. Die Minecraft 1.9 oder das Combat Update ist nun mittlerweile 8 Jahre alt und trotzdem spielt man immer noch die Folgen davon. PvP-Server, welche immer noch auf der Minecraft-Version 1.8 spielen, während die anderen schon 13 Versionen drüber sind. Das hört sich jetzt hart an, aber das ist super krass, weil es immer noch so viele Spieler gibt, die einfach lieber auf dieser alten Version spielen mit dem alten Kampfsystem, als nur eine Sekunde gefühlt mit dem neuen zu spielen. Es ist crazy. Hier mal einen ganz großen Shoutout an Cytoxin, den Minecraft-Server. Die waren zumindest für mich die ersten, die damit wirklich angefangen haben, anzubieten, ob man mit dem neuen oder mit dem alten Kampfsystem hier spielen möchte. Und mit so einer Lösung ist es halt möglich, alte Spieler mit den neuen Features der neuen Version und allem möglichen halt vertraut zu machen und im Gegenzug bekommen sie halt ihr altes Kampfsystem wieder. Und genau so muss man es handhaben. Es ist keine Lösung, seinen Server die ganze Zeit auf der 1.8 zu halten, sondern man muss nach und nach eigentlich mal seinen Server updaten, weil es einfach viele neue Mobs, Blöcke, Features, andere Waffen gibt, aber das interessiert die gefühlt nicht. Aber so muss es eigentlich auch sein. Wenn möglich, sollten Minecraft-Spieler die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, ich möchte auf diesem Server mit dem alten Kampfsystem spielen. Ein anderer sagt zum Beispiel, ich will lieber das neue haben. Aber ja, das ist ein Problem, was sich schon seit mehreren Jahren so zieht. Ich bin mal gespannt, ob es dann
irgendwann eine Lösung dafür gibt. Seit längerer Zeit wird ja wieder berichtet, dass Minecraft an einem neuen Kampfsystem dran ist. Und ich glaube, die lassen sich besonders viel Zeit einfach wirklich zum Gucken, dass sie es nicht wieder versauen. Weil ich glaube, ein zweites Mal tut man sich das dann nicht nochmal an.